Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater. Das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 26. Januar 1724, ist im Hamburger Theater am Gänsemarkt die Oper Nero von Giuseppe Maria Orlandini zu sehen. Signore Orlandini ist gerade 47 Jahre alt, in Italien sehr berühmt. Er ist Kapellmeister des Großherzogs Gian Gastone de' Medici in Florenz, außerdem Impresario und Mitglied der Accademia Filarmonica von Bologna. Er ist Verfasser von über 40 Opernwerken. Trotz Berühmtheit kennen wir keine einzige Abbildung Giuseppe Maria Orlandinis. Nein, das ist er nicht, das ist sein 53 Jahre jüngerer Kollege Giuseppe Sarti. Der Textdichter der Oper Nero ist Agostino Piovene, der Ballettmeister ist Missio de Con. Über den Dekorationsmaler des Bühnenbildes ist uns nichts bekannt. Orlandinis Oper Nero wird in Hamburg wohl in Abwesenheit des Komponisten aufgeführt. Konkreter zur Oper komme ich gleich. Zuerst schauen wir kurz in die Zeitung, was man so an diesem Tag an Neuigkeiten zu lesen bekam. Aus London wird berichtet, dass in der königlichen Kapelle zu St. James wegen des Königs glücklicher Ankunft das Te Deum und eine schöne, von dem berühmten Herrn Händel komponierte Kantate in Gegenwart des Königs, des Prinzen und der Prinzessin von Wales gesungen wurde. In Köln hat das Magistrat nach vielen Beschwerden aus der Bürgerschaft beschlossen, die vielen Fremdlinge von allerhand Nationen, die in die Stadt eingeschlichen sind und ohne erworbenes Bürgerrecht Gewürz, Seiden, Galanteriewaren und andere Kaufmannsgüter verkaufen, dann aber nach 2 oder 3 Jahren mit dem erworbenen Geld nach ihrem Vaterland abgehen, so entweder innerhalb eines Jahres ihre Familien nach Köln zu holen, sich einbürgern zu lassen und mit der entsprechenden Lizenz öffentlich weiter kaufmännisch zu arbeiten, oder ihnen wird die Handlung untersagt. Aus Warschau erfährt man, dass die kriegerischen Handlungen zwischen dem russischen und dem osmanischen Reich immer wahrscheinlicher werden. Man droht damit, dass 60.000 Türken in die polnische Ukraine einrücken. Und dann ging man in die Oper. Geschichte des Neros mit dem Untertitel Tragedia per Musica. In dieser musikalischen Tragödie geht es um Grausamkeit, Gemeinheit, Unterwürfigkeit, Verzweiflung und Lüge, aber nicht um Liebe oder Glück. Der Vorhang geht auf. Vor Neros goldenem Palast werden Krönungsvorbereitungen für den armenischen König Tiridates getroffen. Wir finden uns mitten im düsteren Geschehen wieder und es wird nur noch schlimmer. Dem tyrannischen Kaiser Nero ist jedes Mittel recht, um seine Favoritin Poppaea zur Königin und zu seiner Frau zu machen und Octavia zu verstoßen. Der erbitterte Widerstand und die Wut seiner Mutter Agrippina ist vergeblich. Auch die Rache von Poppaeas Ehemann Ottone gelingt nicht. Ottone versucht, Nero zu ermorden, scheitert aber an Octavia und Tiridates, dem armenischen König, der dem Kaiser treu ergeben ist. Durch ein Missverständnis aber sieht Nero wiederum Octavia als Attentäterin. Er nutzt es als Vorwand, sie ins Exil zu schicken. Es gibt hier kein Happy End. Der Vorhang fällt in dem Moment, wo Agrippina, Neros Mutter, ermordet wird. Eine solche Trostlosigkeit erlebt man später vielleicht in Strauß Elektra. Die Zuschauer können sich ärgern, sich über die Rückgratlosigkeit einiger Charaktere empören und vor allem mitleiden. Das Schöne dabei ist sicherlich nicht die Handlung, dafür aber die Musik und die Dekorationen. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen erstens ein weiter Vorhof von Neronis güldenen Palast, welcher zur Krönung des Tiridates zubereitet ist. Nero auf einem Thron, Tiridates kommt durch eine Triumphpforte zu Pferde mit großem Gefolge. Zweitens ein Vorhof der Octavia mit Säulen, der zu den unterirdischen Bädern führt.
Oben ist eine Terrasse mit Orangenbäumen. Drittens eine Gasse in der Stadt Rom, da man des Nero-Triumph sieht. Nero und Popeye auf einem Triumphwagen, welcher von einem großen Elefanten gezogen wird und sich hernach in Amphitheatrum, auf welchem die Fechter ihre Kämpfe halten, verendet. Der Elefant berstet voneinander und es gehen die Fechte heraus. Viertens eine Kammer in des Neronis güldenem Schloss, welche an dessen Kabinett stößet. Fünftens ein offener Gerichtshof mit einem erhabenen Richterstuhl. Und sechstens ein großer Saal, in welchen sich die 4 Elementen sehen lassen und bei ihrer Öffnung erstlich die Paläste des Amors und Hymens, hernach aber die Residenz des Kriegesgottes vorstellen. Nero ist eine sozusagen aus Venedig importierte Oper, dort uraufgeführt 2 Jahre zuvor. In der Zeitung zur Hamburger Opernpremiere steht, dass es die von dem berühmten Signore Orlandini komponierte, in Venedig mit generalem Applaus aufgeführte und allhier mit Fleiß übersetzte wunderbare Opera Nero mit viel kostbaren, ganz neuen Dekorationen gezieret, auf dem hiesigen Schauplatz präsentiert werden soll. Der fleißige Übersetzer ist Johann Mattheson, zu diesem Zeitpunkt Musikdirektor am Hamburger Dom. Er schreibt später über sich selbst: Mattheson setzte einige Arien hinzu, weil ihrer zu wenig waren, und er verteutschte auch das ganze Werklein aus dem Italienischen. Wir zählen hier 6 Arien von Mattheson und 25 von Orlandini. Die Partitur der Oper in 3 Akten ist komplett erhalten, was hier schon etwas Großartiges ist. Typisch italienisch spielt das Orchester die Singstimmen der Arien weitgehend mit, was den Gesang natürlich maximal in den Mittelpunkt stellt. Diese neue italienische Art gewinnt in Hamburg viele Zuschauerherzen. So zählt Orlandinis Nero zu den erfolgreichsten Opern am Gänsemarkt überhaupt. Bis zur Schließung des Opernhauses wird sie über 50 Mal gespielt. Übrigens, es ist nicht die einzige Oper Nero in Hamburg. Bereits 19 Jahre zuvor, 1705, schreibt Georg Friedrich Händel eine Oper mit dem gleichen Namen, auch wenn uns bis heute nicht bekannt ist, wo sich die Partitur dieser Oper befindet. Die Hauptpartie bei Händels Nero sang der damals 24-jährige Johann Mattheson. Am 7. Februar berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Belsatzer Teil 2 von Georg Philipp Telemann in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald. Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.